Wir haben es geschafft. Wir sind im Zentrum der Macht. Wir sind tatsächlich im Deutschen Bundestag und wir werden gleich Dr. Karamba Diaby interviewen, den ersten Bundestagsabgeordneten, der in Afrika geboren wurde. Und was das wird was. Können Sie sich vorstellen, dass wir jemals einen schwarzen Bundestagsabgeordneten haben werden? Moment, es gibt schwarze Bundestagsabgeordnete. Es gibt ja auch einen. Gut, genau. Wissen Sie auch, wie der heißt? Nee, ich habe ihn hier noch nie gesehen. Ich habe ihn schon gesehen, aber ich weiß nicht, wie er heißt. In 100 Jahren. Gut. Frühestens? Frühestens, ja. Und ist das eine Hoffnung von Ihnen oder also ist das eine traurige Bestandaufnahme oder? Nö, ich würde das sagen, dass das realistisch ist. Wir sind ja nicht in Amerika, wo so ein großer Anteil an Schwarzen vorhanden ist. Und von der Bevölkerungsanzahl, denke ich, ist das okay. Klar. Also das kannst du echt vorstellen. Ja. Und du? Ich auch, warum nicht? Das ist ja dann auch, finde ich persönlich, Gleichberechtigung. Ne? Also das dann auch mal, wie gesagt, Schwarz bin ja auch nicht komplett. Ja. Also ich würde schön vielleicht sogar, ja. Ich denke mal, grundsätzlich geht es nicht darum, oder soll man nicht Menschen nach ihrem Äußeren bewerten, sondern ganz natürlich nach einer Leistung. Und wenn jemand es schafft, Menschen zu überzeugen von seinen Idealen, von seinen Werten, dann kann man nichts ausschließen. Alles ist möglich. Was soll ich denn da noch sagen? Also würde man sich freuen natürlich, warum nicht? Cool, vielen Dank. So in Amerika hatten wir auch Obama auch gehabt. Warum denn nicht? Could you imagine a person of African descent being in the German Parliament? Yes, of course. But I don't know, I can't explain so much because I'm not really from here to know the regulations. But general, I think every country should be open to all nationalities, cultures, ethnicities. This is the world of today. Yeah, for me it's normal. A black person in a politics or in the parliament, for me it's normal. Maybe in Italy there are black people in the politic and in the parliament. Is there? Yeah, not so much, but it's normal for me. It's right. During our discussion with Dr. Diaby, we talked candidly about his path to politics and his road to Bundestag. We also talked to him pretty candidly about his experience in Germany, as well as what caused him or inspired him to move from Senegal to Germany. So join us as we talk to Dr. Karamba Diaby about his rise to politics. This is Bertha Steffenhagen. Ladies and gentlemen, this is the fabulous Sophia Lenore. And you're watching Candid and Diverse. Dr. Diaby, we would love to familiarize our international viewers with your story and your career. So we'd like to start from your early years. I read online that you suffered the loss of both your parents at a very young age, at the age of 7, and you were raised by your older sister. Being the youngest of 4 children and losing your parents at such a young age, I would like to know, how do you think that affected you in your early stages of development as a young man? Ja, ich bin ja 1961 geboren in einem kleinen Ort in Senegal und im Süden von Senegal, und mit 3 Monaten ist meine Mutter gestorben, und als ich 7 Jahre alt war, ist mein Vater gestorben, und bin dann bei meiner Schwester, meine ältere Schwester, aufgewachsen, die 17 Jahre älter war als ich. Und ich hatte wirklich ein glückliches Kindheit. Das klingt ein bisschen widersprüchlich, weil ich erst viel, viel später gewusst habe, dass meine Schwester und mein Schwager gar nicht meine Eltern sind. 17 Jahre älter? Ja, meine Schwester war 17 Jahre älter. Und die haben sich dann wirklich um mich gekümmert. Ich habe die Schule besucht in Senegal, in meinem Ort Marsassoum.
habe Grundschule besucht und nach der Grundschule mit 13 musste ich das Dorf gleich verlassen und dann in eine weiterführende Schule zu gehen. Also was ich da erlebt habe, würde ich sagen, das ist eine sehr starke interfamiliäre Solidarität, dass meine Schwester und ihr Mann mich gleich behandelt haben wie ihre Kinder, die später kamen, als ich war schon da. Und das ist das, was mich richtig geprägt hat. Und das hat auch einen Einfluss auf mein künftiges Leben, die Solidarität zu zeigen gegenüber Menschen, die Unterstützung brauchen, die starke Schulter helfen dann bei anderen. Und das hat mich da mein ganzes Leben begleitet. Zusammenhalt, familiärer Zusammenhalt, weil wenn man sich das so vorstellt, in europäischer oder in amerikanischer Kontext, wäre so ein Kind wie ich in Kinderheim gelandet und das habe ich dort war das selbstverständlich, dass ein Familienmitglied sich um eine Person kümmert und dann könnte ich dann die Schule ohne Schwierigkeit dann besuchen und Grundschule abschließen und dann Sekundarschule weitermachen. Thank you, Dr. Diaby. I would like to know if it would be possible to share with us what may have happened to your parents. Was this a loss that was natural or did something occur? Okay. Ja, also soviel ich weiß, man muss sich vorstellen, das war bei meiner Mutter Anfang der 60er Jahre, mein Vater dann Mitte der 60er Jahre, als er gestorben ist. Also bei meiner Mutter, nach Erzählungen, ist sie nach meiner Geburt, als sie dann immer Schwierigkeiten gehabt und danach dann nach ein paar Monaten ist sie dann, 3 Monate später nach meiner Geburt, ist sie dann gestorben. Und mein Vater hatte ganz banal Blinddarmentzündung. Ja, da hat man versucht, ihn in eine nahegelegene Stadt zu bringen. Bevor er angekommen ist, er unterwegs gestorben. Also aus heutiger Sicht total banale Situation. Aber das sagt aber auch viel über das Gesundheitssystem in Ländern des globalen Südens. Das ist uns gerade in der letzten Zeit auch sehr deutlich geworden im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Wie labil, wie prekär die Situation ist in diesen Ländern, vor allem wenn Pandemien ausbrechen, wie es ich sage Corona, aber davor auch Ebola in einige westafrikanische Länder. Und das ist ja schon ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade aktuell. You grew up in Senegal in the 1960s and 70s. Tell us what it was like growing up in Senegal in the 1960s. Ja, das Aufwachsen in Senegal in den 60er Jahren, wie gesagt, ganz normales Leben in einem Dorf. Damals war 5000 Einwohner dieses Dorf und dann da meine Familie, also ich meine, mein Schwager war Händler und dann Landwirtschaft hat er auch gemacht. Meine Schwester war zu Hause, also als Hausfrau. Also so Dorfjugend. Dorfjugend und dann haben wir sehr, sehr viel in Landwirtschaft mitgeholfen. Und dann mein Schwager war Händler, der hat uns auch immer wieder hingeschickt zu seinen Kunden, um Schulden abzutreiben. Ein kleines Zettel drauf, wie viel er bekommt jetzt von dem einzelnen Kunden. Er hatte Waren geholt, hatte die gegeben, die haben verkauft, das Geld mussten sie geben. Hat er uns nur Zettel geschrieben, wie viel er bekommt, haben wir denen gegeben. Die haben uns wir haben dann gelernt als Kind. Ging das so einfach? Ich stelle es mir so ein ganz schön schwieriger Job, was wir gesagt haben, gibt's nicht. Damals waren die Menschen noch wahrscheinlich ehrlich. Also. Ja, es war keine Probleme. Und im Dorf kennt ja jeder jeden und dann das ist auch ein bisschen reibungslos. Und da haben wir aber gelernt, wie man dann als Kind auch bestimmte Dinge durch diese Einbeziehung in Aktivitäten, in meinem Fall von meinem Schwager, dass man dann im Leben vieles auch lernen kann, wie man ein paar Sachen organisieren kann und so weiter. Das hat mir viel gebracht. Natürlich kann man sagen, vielleicht Kinderarbeit. Ich bin gegen Kinderarbeit in dem Sinne. Denn wenn Kinder ihre normale Aktivitäten, zum Beispiel in der Schule zu gehen, stattdessen, wenn sie arbeiten gehen sollen, dann ist das Kinderarbeit. In dem Fall ist das so, dass ich sage, das hat meine Schulbildung nicht geschadet. Wir haben in normaler Schulzeit sind wir in der Schule. Außerhalb der Schule, in Freizeit, haben wir in Landwirtschaft geholfen, habe ich meinem Schwager geholfen. Also ich würde sagen, das Leben im Dorf war für mich eine glückliche Kindheit. In Einführungsstrichen, auch wenn die Eltern nicht lebten, aber ich habe das nicht gespürt. Und dann könnte ich dann auch Tätigkeiten eingehen, wovon ich sehr viel gelernt habe.
Das ist ja auch ein großer Unterschied. Es ist ja viel in der Diskussion, der Unterschied zwischen Verantwortung übernehmen und Kinderarbeit. Also ich weiß, dass ich bei Sitzungen bei der ILO war, wo auch Kinder sind, die arbeiten oder gearbeitet haben. Und es ist ein Unterschied, wenn du zusammen mit deinen Eltern was machst und da auch zusammen bist und was sozusagen schaffst. Du lernst, und ich weiß nicht, ich finde, das ist in unserer Gesellschaft oder gerade in Deutschland zu wenig gemacht wird, dass man mit den Kindern auch was zusammen macht, was eben nicht nur ein Zoo gehen ist. Und, das ist richtig. Und Kinder eigentlich, weiß man, dass das Kinder auch schon also auch mit dem jungen Alter haben die Lust, Sachen zu übernehmen, die freuen sich. Stimmt. Meine Tochter muss immer fegen, aber sie will. Sie will, ja. Was mussten Ihre Kinder machen? Naja, also nicht Hausaufgabe, sondern Haushalt. Also ich habe ganz am Anfang, meine Frau und ich, wir haben die versucht, im Haushalt, dass sie mithelfen. Wir haben so eine Excel-Tabelle gemacht, dass jeder seine Aufgabe hat. Also Geschirrspüler entleeren und Staubsaugen weg, Müll wegbringen und so weiter. Das ist ganz korrekt in eine Excel-Tabelle. Ich finde, das ist auch eine Art, was die Kinder auch lernen. Ich habe auch Verantwortung. Ich übernehme auch Verantwortung. Und jeder hat seine Aufgabe. Und wenn jemand zu Hause ist, arbeitet nicht, dann hat trotzdem Aufgabe. Und der andere, der außerhalb seiner Arbeit ist, nicht wichtiger als das, was zu Hause passiert. Dass die Kinder so etwas als Kind mitbekommen, das hat bei uns eine Rolle gespielt. Und ich muss sagen, das habe ich auch in meinem Schwager. Mein Schwager war so ein Selbstmade-Mann, also der kam aus einer anderen Region zu uns und dann in unserer Region und dann war alleine als Jugendlicher. Dann hat er gekämpft, um sich selbstständig zu machen als Händler. Und dann hat er zu uns immer wieder gesagt, zu seinen Kindern und mir, ihr müsst euch selber was erarbeiten. Also ich kann euch ernähren, ich kann alles finanzieren, was ihr wollt. Ihr habt keine Not, aber ihr müsst wissen, irgendwann muss ihr selber mit euren eigenen Füßen laufen. Also das war so ein Spruch nach dem Motto, nichts kommt alleine, muss man selber sich bemühen. Ich muss ehrlich sagen, das habe ich dann später bei einem deutschen Politiker auch gelesen, Willy Brandt, der immer gesagt hat, nichts kommt alleine und selten auf Dauer. Und falls wir zur Politik kommen sollten, das ist auch der Grund, warum ich dann die SPD beigetreten bin, weil ich diese Parallelen zu einem bekannten deutschen Politiker, Willy Brandt, dass er dann die gleiche Ideen hatte mit meinem Schwager, der aber Analphabet war, der nie sein Dorf verlassen hat. Er kann nicht lesen, kann nicht schreiben, aber die Ideen, die er hatte, die Philosophie, die er uns beigebracht hat, das waren ähnliche Ideen wie Willy Brandt. Deshalb habe ich gesagt, die Partei von Willy Brandt, das ist deine Partei. Also Sie sind in die SPD wegen Willy Brandt? Genau, unter anderem. Und auch ein bisschen wie Schwager, weil der hatte ihm ja diese Philosophie. Genau, und dann davor, vielleicht muss man auch sagen, der rote Faden in meinem Leben ist ja so, dass ich immer Solidarität erfahren habe. Und das heißt, unabhängig davon, ob meine Eltern leben oder nicht, unabhängig davon, ob ich Eltern habe, die viel Geld haben oder nicht, wurde in mir investiert. Dass ich die Möglichkeit habe, im Bereich Bildung weiterzukommen, Schulbildung, Abitur gemacht, Studium gemacht, promoviert, das alles mit Unterstützung von Dritten, aber keine Eltern. Dritte, Familie, interfamiliäre Solidarität, mein Schwager, meine Schwester, Stipendium, die ich bekommen hatte, als ich von Senegal in DDR zu kommen, und während des Studiums für die Promotion auch Stipendium wieder. Das heißt, diese Idee, dass jedes Kind unabhängig von Geldbeutel der Eltern und unabhängig von Postleitzahl, auch wenn das so als verbrauchter Satz Geld gilt, trotzdem ist eine rote Faden in meinem Leben, dass ich da mitbekommen habe, auch dass du keine Eltern hast, trotzdem hat man dich unterstützt, du bist weitergekommen. Also das muss man bei jedem Kind machen, dass die Möglichkeit bekommt, weiterzukommen, unabhängig von Geldbeutel der Eltern. Das ist das, was beide Ideen, warum ich in der SPD beigetreten bin. Es ist ja auch ein afrikanisches Sprichwort, it takes a village to raise a kid, also es braucht ein Dorf, um ein Kind zu erziehen. Und das ist ja auch so die Gesellschaft, also das machen ja alle mit. Also ich habe selber 2 Kinder und ich habe auch ein Stipendium bekommen und konnte in Irland studieren. Ein Jahr. Ich bin sehr dankbar vom DAD damals. Wow, stimmt, habe ich gelesen. Das muss ich Ihnen sagen. Der AD hat mein Stipendium übernommen, als DDR zusammengebrochen ist. Also haben wir zusammen... wir haben Gemeinsamkeit, ich habe gelesen, ja, ich hatte gelesen, ich habe nur vergessen. Der Witz ist, also jetzt dachte man muss
natürlich auch dafür sich bewerben, ne? Um das Stipendium. Richtig, ja. Und man muss in der Lage sein, sich zu bewerben. Und da habe ich Glück mit meinen Eltern gehabt oder sie mit ihrem Schwager. Also dass man, also ich frage mich immer doch sehr, wie man die Schwelle niedriger halten kann, dass Leute sich bewerben können. Also Naja, aber das ist genau ein Hauptthema, die wir haben, weil es ist ja so, dass die Zugehörigkeit zu formellen und informellen Netzwerken, die Tatsache, dass man Vorbilder hat in der Familie, dass man Menschen hat in der Familie, die bestimmte Erfahrungen gemacht haben, bei ihnen, die Eltern, die wussten, dass sowas gibt. Kinder aus nicht akademischen Familien haben das Problem, dass sie keinen Onkel haben, keine Tante haben, die dann sagen kann, du pass auf, dein Onkel war mal Stipendiat von der Hans-Böll-Stiftung oder von der Friedrich-Ebert-Stiftung oder so. Dann fallen sie runter. Auch wenn wir gute Noten haben, die kommen nicht. Meine Kinder, mein Sohn, der kriegt vieles mit durch Kontakte mit Leuten, die uns besuchen. Das ist ein Privileg. Also, es muss uns gelingen, dass alle Kinder die Möglichkeit, nicht sie und ich nur, sondern die anderen auch, dass sie an die Netzwerke rankommen, wo sie Informationen bekommen, wo kann ich Stipendien beantragen. Diese Benachteiligung, die ist ja da. Deshalb hat Willy Brandt als allererster deutscher Politiker, Bundeskanzler, BAföG eingeführt. Weil das genau diese Idee ist, jedes Kind die Möglichkeit zu geben, weiterzukommen. Jetzt haben wir Phasen übersprungen in Ihre Fragen. Ich bin das auch Willy Brandt-Fan. Also Sie können hier ruhig, also was mich angeht, das ist schön. Sie, Das ist schön. Ich will nur, also ich muss jetzt doch, dann schiebe ich diese Frage jetzt ein, weil wenn Sie über Netzwerke reden, ist es für uns, just gonna say us as women, as working women, für uns als arbeitende Frauen ist ja das ein großer Punkt. Das ist ja immer noch absurd, ne, mit den 6%, die Frauen für exakt die gleiche Arbeit bei exakt gleicher Ausbildung weniger verdienen, 2020. Und vieles liegt eben an Netzwerken, dazu gibt es ja 1000 Studien. Absolut. Würden Sie sagen, Sie sind ein Feminist? Das weiß ich nicht. Ich kann das noch nicht so einordnen. Ich kann nur sagen, dass ich 100% überzeugt bin davon, dass die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau ist ein Muss in der Gesellschaft, ist eine Bereicherung für die Gesellschaft, ist ja für mich eine Selbstverständlichkeit. Denn es geht darum, dass Potenziale von Einzelnen genutzt werden, da wo Benachteiligungen sind. Wir merken das in Deutschland, wenn Männer 21% mehr verdienen als Frauen, dann stimmt etwas nicht. Denn wenn aus bestimmten organisatorisch-technischen Gründen oder von naturgegebenen Sachen dazu kommt, dass eine Frau eine gewisse Zeit zu Hause bleiben muss und die Karrierewege sind unterschiedlich. Die sind ja, gibt gebrochene Karrierewege bei einer Frau. Das müssen wir berücksichtigen, indem wir die Chancengerechtigkeit da herstellen. Deshalb bin ich total dafür. Wir werden beschimpft im jetzigen Bundestag von einer bestimmten Fraktion, die dann immer wieder von Genderwahn spricht und so. Ich denke, das ist ewig gestrige. Das sind ewig gestrige, die nicht erkennen, dass die Potenziale von allen in der Gesellschaft zu fördern, das gehört auch dazu, Potenzial der Frauen. Und wenn das von Natur aus nicht geht, normal, dann müssen wir Gesetze verabschieden. Deshalb bin ich froh, dass wir gestern Frauen in Führungskreis haben wir gestern debattiert im Bundestag und dass wir in börsennotierte Unternehmen Frauenquote vor einigen Jahren eingeführt haben. Und das finde ich schon ganz wichtig. Ich habe eine Tochter und ich möchte, dass sie, wenn sie eine Arbeit leistet, dass sie die gleiche Bezahlung bekommt wie mein Sohn später, wenn er arbeiten geht. Das ist für mich ein absolut Muss. Ja. Danke, das freut uns schon mal sehr, oder? We're quite happy to hear that. Aber es geht auch darum, diese Netzwerke zu durchbrechen. Es geht ja nicht nur um die Bezahlung. Netzwerke sind wichtig, weil es gibt ja formelle und informelle Netzwerke. So, ich habe auch den Spruch gehört, wenn Frauen in Netzwerken sind, dann nennt man die Strippenzieherin. Wenn ein Mann mehrere Netzwerke hat, Herr Müller von der Unternehmung, so, den kenne ich. Und Herr Meier oder Frau Schmidt, die Leiterin von so, die kenne, das kommt gut an. Das ist der richtige Mann. Wenn eine Frau das macht, dann heißt es Strippenzieherin. So, Woran glauben Sie, liegt es? Woran glauben Sie, liegt es? Ja, weil das ist Mainstream in der Gesellschaft, dass bestimmte Narrationen sich durchgesetzt haben, dass man das immer wieder wiederholt hat und das sind Vorurteile, die dazu geführt haben. Vorurteilen von Männern gegenüber Frauen? Weil ja, weil es sind Machtverhältnisse. Das sind Machtverhältnisse, wenn Machtgefälle da sind,
dann ist das immer nur, dass es zu Diskriminierung und Ausgrenzungen kommen. Und die Leute, die Macht haben, geben sie natürlich nicht einfach ab. Und wenn es Männer sind, geben sie nicht. Und deshalb sage ich, die Zugehörigkeit zu informelle und nicht formelle und nicht formelle Netzwerke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass man da guckt, wo man weiterkommt. Wenn ich dann jeden Tag, jeden Abend in Kneipe und was weiß ich, in bestimmten Tischtennisgruppen unterwegs bin, dann treffe ich viel mehr als viel mehr Leute, als wenn jemand zu Hause ist und kümmert sich um andere Sachen zu Hause, die auch wichtig sind. Dann kommt die Person nicht an diese Netzwerke. Deshalb, wir müssen da die Finger auf die Wunde legen, zu sagen, da wo Ungleichheit sind, muss der Gesetzgeber eingreifen, solange das von sich aus nicht klärt. Wir wissen, mit Freiwilligkeit kriegt man einige Dinge gar nicht mehr hin. Und Machtverhältnisse klären, das ist überall dasselbe, auch bei Allgemeingütern, Umweltprobleme. Du kannst nicht darauf zählen, dass die Leute ihre Vorteile abgeben. Also das machen Regierungen, den Ameisenhaufen organisieren. Ansonsten bräuchten wir sie nicht in ihrer Position. Aber so. Aber Sie persönlich, also wenn es zu persönlich ist, dann antworten Sie einfach nicht. Aber es wirkt immer so, die wenigen Sachen, die Sie über Ihre Frau sagen, wirkt immer so, dass Sie sich eben zusammen gut absprechen und so. Deshalb auch meine Frage, ob Sie ein Feminist sind, wie Sie das, weil das ist schon eine Frage, wie das jeder Mann in seinem Amt macht, reflektiert, glaube ich, sehr, wie er das persönlich macht. Also ich persönlich, wie gesagt, ich kann mit dem Begriff Feminist bezogen auf einen Mann gar nicht so richtig einordnen. Ich kann Ihnen sagen, wie wir unser Leben führen. Unser Leben führen wir so auf Gleichberechtigte, auf Augenhöhe. So, es gab Zeiten, wo meine Frau zu Hause war. Für mich die Arbeit, die sie zu Hause macht. Wir haben 2 Kinder, die hat 3 Jahre, für jedes Kind war sie zu Hause. Diese Arbeit ist genauso wertvoll wie die Arbeit, die bezahlte Arbeit, die Geld nach Hause bringt. Das war für mich selbstverständlich. Wenn ich sage, Excel-Tabelle, um Hausordnung zu machen, Aufgaben zu Hause, das gilt für meine Tochter, gilt für meinen Sohn, das gilt für meine Frau, das gilt für mich auch. Und dann mein Kind, der kommt manchmal zu sagen, Papa, das war ja deine Aufgabe, ist doch nicht gemacht. Ich sage, ja, Entschuldigung, du hast recht, ich habe eigentlich noch was zu tun, aber ich habe nicht vergessen, ich mache das. Meine Kinder können mich daran erinnern. Jeder kann sich, der andere auch erinnern. Das ist für uns zu Hause selbstverständlich. Also bezahlte und nicht bezahlte Arbeit, die müssen wir beide wertschätzen, gleichberechtigt. Bitte. Nicht, dass man sagt, der bringt mehr Geld nach Hause, der darf mal im Fernseher gucken und sitzen und der andere, der weniger Geld nach Hause bringt. Das gibt bei uns nicht. Das ist keine Sonntagsrede, was ich jetzt sage. Das ist das reale Leben bei uns zu Hause. Und das finde ich, bin da total überzeugt davon. Dr. Diaby, during your time in Dakar, you had any country to choose from. What truly made you choose Germany to continue your education specifically? I mean, we know the interest in Willy Brandt, but when you were choosing a country to continue your studies, what lured you to Germany besides your interest in politics and Willy Brandt? Was there a specific reason why you chose this country? Also das war Zufall, dass ich in DDR gekommen bin, da betone ich DDR, weil das war vor 35 Jahren. Ein anderes Land, ja. Genau. Es war ja so, ich hatte erzählt, dass ich engagiert war in der Schule und auch an der Universität, war Studentensprecher. Und warum? Weil einerseits fand ich das wichtig, dass wenn Ungerechtigkeiten da sind, dass man aufsteht, dass man dagegen was macht. Und da fand ich damals ungerecht, dass ich kein Stipendium bekommen habe, dass andere Kinder, deren Eltern leben und auch arbeiten, dass sie Stipendium bekommen haben. Dagegen habe ich mich engagiert, dass die Studienbedingungen der Studenten an der Universität zum Beispiel und davor im Gymnasium, dass sie hergestellt werden. Dadurch war ich sehr gut informiert. Über internationale Organisationen habe ich dann erfahren, dass es Möglichkeit gibt, Stipendium zu beantragen. Habe dann DDR, sozialistische Länder hatten so eine Organisation, das nannte sich ISB, Internationale Studentenbund, ISB, International Union of Students, so heißt das. Da sind meistens sozialistische Länder, die Mitglied waren, einige kapitalistische Länder wie Kanada oder Zypern oder so, aber die wenigsten. Der Sitz dieser Organisation war in Prag. Das heißt, ich habe mich nicht in der DDR beworben, ich habe mich in Prag bei ISB beworben. Da gab es so einen Topf, wo diese Länder eingezahlt haben.
Und wenn man Stipendien vergibt, man gibt das an benachteiligte Jugendlichen, die engagiert waren. Ich war benachteiligt, weil ich keine Eltern habe. Ich war engagiert, hatte gute Not. Insofern war ich dann, hatte das Glück gehabt, diese Stipendien zu beantragen. Zufall, DDR, das wollte ich erklären, war da so, dass man das Formular ausfüllt, man darf Fächer auswählen und Länder auswählen, aber nur sozialistische Länder. Er hatte Fächer wie Elektronik, Chemie und Wasserwirtschaft, Landwirtschaft. Und dann habe ich Länder, Tschechoslowakei, DDR und Bulgarien oder so. Und war mir egal, DDR, und es war mir egal. Egal welches Fach, egal welches Land, ich musste sowieso eine neue Sprache lernen. Ja, weil Französisch, ja, es gab kein sozialistisches Land, was Französisch spricht. Könnte Bulgarisch sein, könnte Tschechisch, Tschechoslowakisch sein, könnte auch Deutsch sein. Es gibt viele Franzosen, die werden über diesen Satz sehr traurig sein. Ja. Das ist kein Ja, ich hatte das Glück dann, also ich bin dann ausgewählt worden, um in die DDR zu studieren. So bin ich dann in der DDR gelandet. Also es war pur Zufall, aber ich bin dankbar, dass es so gekommen ist. Es muss auch ein bisschen Schock gewesen sein, weil diese Region im Senegal, wo Sie herkommen, das soll sehr schön sein. Ich war nie da, aber was ist... Casamance ist sehr schön, aber ich war ja in Dakar auch ein paar Jahre an der Uni. Und, aber Dakar-Hanau stellt man... Also Halle, Entschuldigung, also Dakar-Halle stelle ich mir auch nicht einfach vor. Das war Leipzig erstmal, weil ich 9 Monate Deutsch gelernt habe in Leipzig. Ja, aber der Schock war ja viel mehr, das Senegal war ein Land, also kein sozialistisches Land. Und DDR war sozialistisch, das war erst der Schock, weil alles war anders organisiert. Ja, und dann musstest du als engagierter Student, die Studentenbewegung, der jedes Mal Proteste organisiert hat an der Uni. Hier, als ich hier gekommen bin, dann hieß dann, das darf man nicht sagen bei uns. Das darf man nicht machen bei uns. Und warst du dann gebremst. Die erste Schocks, ja. Ja, bestimmt. Politisch darfst du dich auch nicht betätigen, darfst du keine Organisation gründen. Ja, und die Sprache. Ich hatte Deutsch erst hier gelernt. Ja, doch, ich hatte 2 Worte damals noch gelernt. BMW und Bundesliga. Aber das durfte ich nicht in der DDR sagen, weil das war ja westdeutsche Begrifflichkeiten. Und genau die 2 falschen Wörter. Ja, die falschen Begriffe von Westen. Ja, wenn du dir sagst, ich gucke geschockt. Was sind noch die klassischen Wörter? Kindergarten? Kindergarten, ja. Rabenmutter ist ein sehr deutsches Wort, was im Ausland... Ja, aber das war in der DDR-Zeit, glaube ich, nicht. Es gab erst nach hätten Sie benutzt. Kindergarten, ja, aber ja, also das war ja Zufall, dass in der DDR geworden ist. Und ich habe das nicht bereut, musste sowieso Deutsch lernen, habe dann Deutsch gelernt. Und dann 9 Monate und dann studiert. During one of your past interviews, you were quoted as stating during your time in Dakar in 1982 that we were the ones always trying to be emancipatory, and in terms of speaking of yourself and your fellow students at the university. I just want to know, were you very involved in activism at a very young age as a student? And what sparked this spirit of activism at such a young age? Es 2 Gründe. Also der eine Grund ist, man engagiert sich manchmal entweder aus Betroffenheit oder aus Überzeugung. Bei mir war beide. Also Überzeugung, weil ich immer wieder festgestellt habe, aufgrund der Tatsache, dass mein Schwager gesagt hat, nicht kommt alleine, ihr müsst selber was machen. Dann habe ich, wenn ich Missstände festgestellt habe, dann habe ich gesagt, oh, mein Schwager hat gesagt, nicht kommt alleine. Wenn wir das ändern wollen, müssen wir was machen. Du selber musst anfangen. Sekundarschule, da bin ich hingekommen, eine wildfremde Familie. Ich kannte niemanden in dieser Stadt. Und dann müsste ich von einem weit entfernten Freund, flüchtige Bekannte von meinem Schwager wohnen. Und da gab kein Studentenwohnheim, nicht. Und dann habe ich dann angefangen in der Schule, dort zu gucken, diejenigen, die von außerhalb sind, die haben keine, wo sollen sie denn hin? In Freizeit habe ich dann gekämpft in der Schule, dass wir dort zumindest einen Raum bekommen, wo wir uns treffen können, wo wir dann tanzen, Musik hören, Sport machen und so weiter und so fort, Freizeit. Als ich dann in eine andere Stadt weitergegangen bin, um Abitur zu machen, Sekundarschule war 7. Klasse bis 10. Klasse.
nicht zu weit von meinem Dorf, also 60 Kilometer, aber wir müssen dort bleiben trotzdem, weil keine Verkehrsanbindung. So, und dann nach 10. Klasse war ich dann noch weiter weg, 200 Kilometer von meinem Dorf, dort auch wieder bei einer weit entfernten Verwandtschaft, eine Tante, die ich nicht kannte, habe dort gewohnt. Und dort hätte ich eigentlich Recht auf Platz in Studentenwohn, in Internat. Aber in dem Jahr zufällig wurde die Internaten abgeschafft, weil die IWF und Weltbank haben damals von Senegal verlangt, dass sie Geld sparen. Und wo sollten sie sparen? Gerade im Bereich Bildung. Ja, klar. Das fand ich auch ungerecht. Kein Fall bei Export-Import. Eben. Da habe ich dann angefangen, auch meine Kopf ist ein bisschen, ich bin ein bisschen wachgerüttelt nach dem Motto, guck mal, wie internationale Organisationen Einfluss auf die Politik in diesem Land haben. Das heißt, meine Politisierung hat dort schon angefangen. Dass ich gesagt habe, Weltbank und IWF, die verlangen von Senegal zu sparen und die sagen sogar, in welchem Bereich sie sparen sollen. Und ich war Opfer davon, ich und andere, habe dann mich eingesetzt, dass dadurch, dass es kein Studentenwohnheim gibt, dass die Schule uns die Möglichkeit gibt, wirklich ordentlich Plätze zu haben, dass wir lernen können, Freizeit machen können. Sind Sie für Entschuldung vom IWF für weltweite? Ich bin für Entschuldung, natürlich, damit die Länder auch wirklich von dieser Unabhängigkeit rauskommen. Und das letzte Teil vielleicht an der Uni in Dakar. Da habe ich mich dann eingesetzt, da ich kein Stipendium hatte, andere haben Stipendium. Und das hat mich alles sehr, sehr geprägt, dieser Teil meiner Engagement. Und deshalb später dann, als ich in die DDR gekommen bin, war ich von den 4 Jahren DDR, war ich 3 Jahre Sprecher der internationalen Studierenden an der Universität und in Halle. Und da habe ich dann immer wieder gekämpft, dass an der Uni auch die Möglichkeiten verbessert werden. Und das ist die Vorstufe meiner politischen Arbeit. Ich wollte gerade sagen, an diesen Punkt in Ihrem Leben kann man das eigentlich ziemlich klar sehen, ne? Wie so ein Baustein dann zum anderen kommt. Das ist eigentlich eine relativ konsistente, konsequente Entwicklung. Eine Sache, über die wir unbedingt mit Ihnen reden wollten, ist dieser Alltagsrassismus. Ich habe einige schwarze Freunde, die einfach, es gibt Sachen, die man immer wieder erlebt, die man sich als White Superior gar nicht vorstellen kann. Was gehört für Sie dazu? Was ist was, wo Sie schon wissen, ach, das kommt jetzt wieder? Begrifflichkeiten oder? Begrifflichkeiten, Aussprüche, Witze, Situationen. Also ich weiß zum Beispiel, dass Sie ja relativ engagiert sind gegen Racial Profiling. Ja. Und das ist ja sowas, was einfach so ein Alltags... ja, das habe ich selber erlebt, ja. Das habe ich selber erlebt. Das viele, ne? Ja, ja. Ja, ich denke, da gibt es ja einige Elemente des institutionellen Rassismus, die man benennen soll mit Namen und die auch bekämpft werden soll. Ich selber war persönlich betroffen mit Racial Profiling. Ich war damals, bin gependelt von Halle in Magdeburg, eine andere Stadt. Und dann bin ich dann an einem Tag, jeden Tag fahre mit dem Zug 7:07 Uhr und komme dann 19 Uhr zurück. Und dann bin an dem Tag zufällig, habe ich einen Schwarzer im Zug gesehen, den ich nicht kenne, aber ich habe ihn wahrgenommen, guten Tag, vorbei. Und dann sind wir beide dann zufällig in Halle wieder ausgestiegen. Also in Magdeburg, Halle, der war im Zug und dann sind wir ausgestiegen. Und dann sind wir zufällig zum gleichen Ausgang gegangen. Und dann zufällig standen 2 Beamte, die dort gewartet haben. Und einer hat sich um ihn gekümmert, einer hat sich um mich gekümmert, so etwa. Die haben uns beide angehalten. Gekümmert heißt, ja. Und dann gefragt nach Ausweis. So, aber nur wir 2. Dabei über 100 Leute, die von diesem Zug ausgestiegen sind. Davon 99% Leute, mit denen ich mit dem gleichen Zug jeden Tag gependelt bin. Die guckten da alle entsetzt nach dem Motto, oh Gott, mit so einer Kriminelle fahren wir jeden Tag mit dem Zug. So, und dann haben sie nur wir beide nach Ausweis gefragt. Den anderen, ich kannte ihn wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob er was verbrochen hat, weiß ich nicht. Aber wir beide. Ich habe meinen Ausweis gezeigt. Erstmal waren sie ein bisschen skeptisch. Nimmt er meinen Personalausweis, deutscher Personalausweis, fragte mich, wo wohnst du? Ich habe gesagt, also, wenn Sie ein deutscher Beamter sind, müssen Sie doch wissen, dass Sie der modernste deutsche Personalausweis gerade in der Hand haben mit biometrischen Daten. Da ist doch auch Adresse drauf, oder nicht? Ja.
Da war er dann ein bisschen verunsichert. Das kommt ja oft ganz schlecht an, wenn man dann noch Widerworte gibt. Vor Also allem das kann ich deutsche nur Beamte. aus Frauenperspektive sagen. Können Sie das bestätigen? Drehte dann meine Personalausweis hin nach dem Motto... Als Minderheit-Frau kann ich das nur bestätigen. Solidarität. Sie hat er umgedreht und dann hat er gesagt, oh Gott, du hast jetzt einen Ortsverein, also SPD ist geteilt nach Ortsvereine. Ich bin in einem Ortsverein. Wir hatten eine Sitzung zum Thema Kennzeichnungspflicht von Polizistinnen und Polizisten. Zufällig an dem Tag. Ja, toll. Und ich wollte mich beeilen, da zu sein. Nicht etwas zu spät kommen. Sie hätten ihn gleich mitnehmen sollen. Ja, Klischee nach dem Motto, die Afrikaner, die kommen immer zu spät. Das wollte ich nie bestätigen. Also ich muss meine Straßenbahn schaffen. Ich muss pünktlich da sein bei Ortsvereinssitzung. Der dreht sich, spielt meine Karte, er konnte nicht, weil er verunsichert war. Dann habe ich dann meinen Ausweis als Stadtrat, ich war 6 Jahre in Klammer, Kommunalpolitik, 6 Jahre im Parlament, kommunale Parlament in Halle. Dieser laminierte 0815 Ausweis, die die Stadt gemacht hat für uns, damit wir dann, wenn wir zu Behörden gehen, könnten wir das zeigen. Ja, das war noch unsicher, dass er gesagt hat, tja, wo hat er das geklaut, nach dem Motto, hat er das, weil da war meine Adresse drauf auch. Hat er umgedreht, damit er weiß, dass jemand von Halle, wenn er Stadtrat ist, dann muss der doch von Halle sein. Dann habe ich ihm dann noch ein bisschen mehr Gelegenheit gegeben zu zweifeln an mich, weil dieser laminierte Ausweis ist 0815. Ich gucke meine Uhr und sage, oh Scheiße, jetzt verpasst du deine Straßenbahnfeld alle Viertelstunden. Habe ich dann eine geniale Idee gehabt. Ich habe meinen Kindsausweis vom Sozialministerium des Landes Sachsen-Anhalt in die Hand gedruckt. So, den dritten Ausweis Genau, den dritten Ausweis. Mit dem Stadtwappen von Sachsen-Anhalt drauf. Gut, habe ich gesagt, also das kann man nicht füllen. Ja, genau. Habe ich das hat er genommen, guckte seinen Kollegen an und sagt, mit den Papieren, die er jetzt gezeigt hat, lassen wir ihn mal laufen. Da hat er ja einen richtig großzügigen Tag gehabt. Genau. Sehr, sehr großzügig. Ich habe zu ihm gesagt, ich werde mich bei Herrn Stallknecht beschweren. Das war der Innenminister von Sachsen-Anhalt. Natürlich das Bundespolizei hat mit dem Innenminister nichts zu tun, aber Chance ist groß, eigentlich ist Beamter im Land Sachsen-Anhalt, er muss da wissen, wer Innenminister ist. So, ich sage, ich werde mich bei Herrn Stallknecht beschweren. Wer ist denn das? Ich bin dann gegangen. Ich sage, du kannst, Entschuldigung, du kannst mich immer. Sie hätten eigentlich noch, wenn Sie dann zur Sitzung gegangen sind, hätten Sie eigentlich noch mal nach der Dienstnummer fragen sollen. Von dem Beamten. Eben, aber wissen Sie, wenn man in so einer Situation ist, weiß, also die richtigen Begriffe, die fallen dir nicht auf. Also wirklich, ich habe, als ich dann bei der Sitzung gekommen bin, habe ich meine Freunde erzählt. Ich habe Kennzeichnungspflicht. Wisst ihr, warum das heute genau das richtige Thema ist? Ich kam mit gerade einem Beamter, der mich angehalten hat und hat mich schikaniert, Viertelstunde. Ich habe gar nicht geguckt, wie er heißt. Aber der Name steht nicht drauf, keine Kennzeichnung. Ja, also ich habe gesagt, deshalb, ich bin für Kennzeichnungspflicht für Polizisten. Jetzt erst recht. Aber es ist, ich habe, wenn man Ihnen zuhört, also eine tolle Geschichte und Sie können toll erzählen. Und ich denke nur, es ist, glaube ich, vielleicht das Einzige, was wir machen können, dass man immer wieder diese Geschichten erzählt. Wie jetzt der Fall im Spiegel von dem Hamburger Lehrer, der da festgehalten wurde, der dann auch gesagt hat, so, ich möchte jetzt diese Entschuldigung und ich möchte sprechen. Ich glaube, es ist das Einzige, um das Bewusstsein zu verändern. Ich weiß nicht, was fällt Ihnen sonst noch ein? Das ist ja das Thema, was wir immer wieder diskutieren. Weil viele dann sagen zu mir, naja, dir geht's gut, das, was du dein Geld verdienst und dann hast du Anerkennung und dass du da gewählte Vertreter des Volkes bist. Warum redest du über Rassismus im Alltag? Überlass das den anderen. Sag, stopp, stopp. Unrecht ist Unrecht. Ungleichbehandlung, Diskriminierung, Rassismus, Feminismus, Homophobie, das sind alle Gift für die Gesellschaft und es ist die Aufgabe der Leute, die jeden Tag das erleben, in Klammer, wenn ich im Zug sitze, na gut, wenn ich die deutsche Adler dran habe, könnte man gucken, oh Gott, das gehört zu einem Verfassungsorgan oder so, aber ohne dies mit einem Pullover steht ja nicht drauf, dass ich Bundestagsabgeordneter bin. Ich erlebe die gleichen Sachen wie jeder andere. Wenn ich in erster Klasse sitze, am Anfang, man hat skeptisch geguckt, Gesundheit nach dem Motto, hat er sich verlaufen, da wurde ich in Englisch angesprochen.
ob mein Ticket erster Klasse ist oder so. Dann zucke ich nur meinen Ausweis. Wir haben so eine Bahncard 100 ähnliche, ne? Und dabei Bundestagsabgeordnete, dann lege ich das auf den Tisch und lese weiter. Oder man kommt dann, Entschuldigung, letztes Beispiel, früher vor Corona ist man mit den Zeitungen in den Gänge da gelaufen in erster Klasse. So, manchmal, also die Süddeutsche Zeitung, Bild-Zeitung, Bild-Zeitung nicht, aber die Welt. Und manchmal, man guckt mich an und fragt mich nicht, ob ich auch was haben will. Man fragt alle, jeder möchte die Zeitung haben. Manchmal, die gucken mich dann nur an, die gehen. Entschuldigung, darf ich mal die Süddeutsche Zeitung haben? Entschuldigung, ich habe Sie übersehen. Sagt er, kein Problem, Sie müssen sich nicht entschuldigen. Oder man kommt und sagt, do you speak German? Entschuldigung, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. Was meinen Sie, was wollen Sie von mir? Toll, das ist ja. Also man muss darüber reden, das wollte ich damit sagen. Man muss darüber reden, man soll nicht so tun, ob das ein Thema der anderen ist, das ist unser Thema. Also ich wiederhole nochmal meine Meinung nach, wo Gift ist, muss man ansprechen, Feminismus, Frauenfeindlichkeit, aber auch Homophobie, Rassismus, egal wo das ist, muss man darüber reden. Und alle phänotypischen Entscheidungen sind sowieso per se, würde ich fast sagen, schon mal Blödsinn. Also man sollte sich immer daran orientieren, wie einem Mensch begegnet und nicht, wie er aussieht oder wen er liebt. Oder das ist also da ist einfach noch sehr viel Arbeit. Ich hatte, also jetzt gerade ist ja auch so, dass wir jetzt ja nicht in irgendeiner Zeit reden. Vor einem Jahr war der Anschlag auf ihr Büro. Das war dann die zweite Legislaturperiode, war schon mal schwerer als die erste, wenn ich mich richtig erinnere, mit der AfD. Ich weiß, dass sie viel dazu interviewt wurden, weil sie viel, also damals dann wirklich die Morddrohungen, aber auch sonst eben Hassmails bekommen. Ich habe mich gefragt, ob Sie nochmal sagen, was da so drin steht eigentlich, weil es wird immer so darüber gesprochen, ja, ich bekomme das, aber ich frage mich, was steht da drin? In den Texten? Ja. Ich vermeide natürlich die Worte von denen zu wiederholen, um das wiederzugeben, um das nicht verfügbar zu machen. Aber Sie können sich vorstellen, alle unmögliche Dinge stehen drin. Also im Allgemeinen geht meistens darum, dass die Herkunft im Zusammenhang mit der Herkunft immer wieder, ne? Wo man herkommt, wo man geboren ist, die Politik in Afrika im Zusammenhang mit meiner Person und so weiter, die Situation in Afrika im Zusammenhang mit meinem Leben hier, das wird immer wieder dargestellt. Und natürlich das N-Wort kommt sehr, sehr oft vor. Und ja, Bedrohungen selbstverständlich, was ist fast Normalität geworden. Also das ist ja das. Aber wie gesagt, ich versuche die Begrifflichkeiten nicht zu wiederholen, um das nicht verfügbar zu machen für dich, weil ich mache dir das so wichtig. Aber wie gesagt, ich habe in meinem Buch vieles davon zitiert. Da können Sie noch mal gucken. Aber Sprache ist eben wichtig. Sprache kann verletzend sein, kann ausgrenzend sein, kann verletzend sein. Ja. Mhm. Und diese Diskussion ums N-Wort, also ich fand das schon krass vor 2 Wochen dass dann in deutschen Talkshows darüber, also eben nicht Betroffene darüber entscheiden, was jetzt beleidigend ist oder nicht. Und, damit sind wir jeden Tag konfrontiert, ja, dass jemand, der nie die Perspektive oder die Opfer war von Rassismus, sich hinstellt und dann Leute erklärt, was Rassismus ist. Ja, ich denke, das ist total daneben. Total daneben. Also als Wissenschaftler, natürlich kann man Thesen aufstellen, aber wenn bei der Talkshow ist, dann sollte man Betroffene auch mal zu Wort kommen lassen, aber nicht nur darüber sie einladen, sondern auch ihre Fachbereiche auch einladen. Ja? Und bei Black Lives Matter war das so, dass die anderen haben gezeigt, dass sie das doch ernst nehmen. Die laden Betroffene, aber die laden Amerikaner ein. Anna Will hat einen amerikanischen Schwarze eingeschaltet aus New York. Live-Interview zum Thema Black Lives Matter in Deutschland. Also ich habe gesagt, daneben. Genau. Er hätte auch eine andere Schwarze, es muss nicht ich sein, das will ich nicht gesagt haben. Es gibt 1 Million Schwarze in Deutschland. Da hätte man eine von denen, von mir aus, mit den Amerikanern, um Vergleiche zu machen. Zu sagen, was heißt Rassismus in Amerika, was heißt Rassismus in Deutschland. Aber in Deutschland sollte man Schwarze in Deutschland fragen. Dr. Diaby, before your historic political victory in 2013, just continuing on this note, Germans have never elected a member of parliament
that was of African descent or black. Despite the strong presence of a immigration population of all races, yet you made history by becoming elected to Bundestag. Were you surprised when you won the election? What was your feeling? Take us through the moment you realized you won. Also, ich war nicht überrascht, weil ich treu dem Spruch von meinem Schwager. Von nichts kommt nichts? Genau, aber ich habe dafür mich, als ich vorgeschlagen war, habe ich das ernst genommen. Ich wusste, dass mir nichts geschenkt wurde in diesem Land. Es wurde mir nichts geschenkt in diesem Land. Ich muss mir selber erarbeiten. Glück haben, Netzwerk, haben wir darüber gesprochen, Netzwerke zu haben. Glück haben, gute Partnerinnen und Partner zu haben, die zu dir stehen. Gesund zu sein. Ne? Aber sonst alles andere musst du selber machen. Deshalb war ich nicht überrascht. Was mich überrascht hat, war die Reaktion der Presse. Ich finde, um das offen zu sagen, als ein Armutszeugnis, dass jemand, der hier seit 4 Jahrzehnten fast lebt, hier studiert hat, promoviert hat, arbeitet, Steuer zahlt, engagiert sich für das deutsche Kleingartenwesen und, dass diese Person eine Familie gegründet hat, Kinder wachsen hier auf, dass diese Person als Kandidat im Deutschen Bundestag das als Sensation betrachtet wird, nur wegen dem Aussehen. Das finde ich ein Armutszeugnis. Deutschland hat 7 Jahrzehnte Migrationsgeschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg ist immer Migration Realität gewesen. Deutschland war immer ein Einwanderungsland, auch wenn die Konservativen das sehr spät erkannt haben. So, deshalb war dann natürlich... Das ist auch das Problem, Sie verstehen nicht, wir haben ja keine Einwanderer, wir haben Arbeiter geholt und die sollen dann bitte wieder gehen. Das ist eben Die Annahme, dass die im Westen als Gastarbeiter, dass man gedacht hat, die sind gekommen zu arbeiten, die werden gehen. Übrigens auch für die sogenannten Vertragsarbeitnehmer in Ostdeutschland. Ich mache immer die Unterscheidung. Das sind die Gastarbeiter im Westen und die Vertragsarbeitnehmerinnen und Vertragsarbeitnehmer im Osten. Die Vietnamesen, Mosambikaner, Angolaner, Kubaner und so weiter. Das muss man unterscheiden. So, also man hat dann gedacht, die kommen, die gehen. Aber zu meinem Thema nochmal, als bekannt war, dass ich Kandidat bin auf der Landesliste in Sachsen-Anhalt, auf dem 3. Platz, also aussichtsreicher Platz, kamen dann über 100 Journalistinnen und Medienvertreter, Kameraleute nach Halle. Einmal waren Sie da. Der Spiegel hat ja betitelt, das Experiment, ein schwarzer Kandidat in Hochburg der Nazis. So, da kamen die, als allererstes New York Times angerufen. Ja. Die haben gesagt, wow, Ostdeutschland, Neger Area, da kandidiert ein Schwarzer, den wollen wir treffen. Das kann nur ein schwarzer Sumo-Ringer sein. Der ist so kräftig und der kämpft jeden Tag gegen die Nazis. Und der bekämpft die und dann prügelt sich mit den Nazis, der fällt um und steht auf. Und so ein Held braucht die SPD jetzt, damit sie hochkommen. Das ist nicht falsch, dass die SPD ein paar Helden braucht. Also Wir haben gesagt, ja, wir wollen mal den Jabi begleiten. Bei welcher Veranstaltung gibt es sehr, sehr viele Leute auf der Straße. Also in Klammer, viele Nazis, mit denen er sich prügelt, damit wir fotografieren können. Mein Team hat dann vorgeschlagen, naja, das war April war das, Artikel von New York Times, von Spiegel war März. April haben sie angerufen und dann haben die gesagt, nächstmögliche große Massenansammlung, wo er jedes Jahr dabei ist, das ist der 1. Mai. In Klammer, als guter Sozialdemokrat, das ist Feiertag und da ist man dabei. Da war ich immer dabei, unabhängig von Wahlen, habe Infostände gemacht, bin ich mit Gewerkschaften im Gespräch, die haben das angeboten. Und sind dann viele, viele Leute da auf der Straße. Ja, Marktplatz, alles voll. Und er ist da mittendrin. Ja, er ist mittendrin. Toll, da kommen wir. Da sind sie gekommen. So, wollten da filmen, die wollten die Nazis treffen. Können die mal ein paar Nazis organisieren? So, und dann habe ich meine Aufgabe war, also bei solchen Sachen da, was mich interessiert, ist einfach von Infostand zu laufen, mit einzelnen Gewerkschaften, Vereine, Verbände, die da sind, zu sprechen, unabhängig von Wahl. Einfach zu wissen, wie läuft eure Arbeit und wir tauschen uns aus. Der Journalist
hat dann so beschrieben, dass ich eine Schokoladenmuffin so hatte ich in Hand. Schokoladen-Muffin habe ich dann angebissen und dann habe ich 2 Stunden lang in Hand gehabt. Ich habe nicht weiter essen können, weil ich von einem Gespräch zu anderen und dann ist er abgereist mit sehr großer Überraschung. Und das steht, wie gesagt, in dem Buch habe ich alles da im Detail beschrieben. Ja, also Sie fragten, ob das für mich eine Überraschung war. Ich war natürlich froh, wenn man gewählt ist, freut man sich. Und, aber die Überraschung war wirklich dieser Medienandrang. Ich sage Ihnen, nicht nur New York Times, Al Jazeera war in Halle das erste Mal. Aber es ist doch auch wenigstens... Ja, raten Sie mal, wann der Al Jazeera das zweite Mal da war? Nach dem Anschlag, 20, genau. der Anschlag von Halle. Ja. Das war das zweite Mal, dass Al Jazeera in Halle war. Das erste Mal war meine Wahl. Das war das zweite Mal. Ich habe die auch gefragt, sage, ach, wir kennen uns. Ja, wir kennen uns da, wo Sie gewählt werden. Ich sage, und waren Sie zwischendurch da? Warum? Ja, Klammer zu. Lassen Sie mir eine Sache dann nochmal sagen. Also ich denke, dass es ein Armutszeugnis ist, weil in der Bevölkerung haben wir 1/4 der Bevölkerung hat einen sogenannten Migrationshintergrund. Im Deutschen Bundestag haben wir 8%. Also bei diesen 8% bin ich mittlerweile auch vorsichtiger, weil bei AfD sitzen auch einige, die einen sogenannten Migrationshintergrund haben, die hetzen über Ausländer, die in Deutschland sind. Und das ist schon, die Zahl relativiere ich ein bisschen, aber das ist nicht nur, dass ich der einzige Schwarze bin, sondern dass die Anzahl der Frauen auch gesunken, seitdem AfD da ist. Wir hatten letzte Wahlperiode über 40%, jetzt sind wir bei 31%. Meine Partei ist nicht schuld, wir haben unsere Zahl behalten, weil wir einen Mechanismus haben, wie Mann und Frau auf der Liste kommen. Wenn ein Mann der Erste ist, dann eine Frau Zweite und so. Bei den Konservativen und bei den Rechtspopulisten ist was anderes, die halten wenig davon. Aber das ist eben nicht, eine Anerkennung ist ja eine Sache, dass man, wenn die Konnotation gewesen wäre der Berichterstattung, als sie die Wahlen gewonnen haben, also endlich mal, und es wurde ja auch Zeit und ist ja auch logisch, Herr Diaby arbeitet seit Jahren als politisch, ist es was anderes als dieses totale Sensationsmoment oder diese Überraschung. Also, und das ist, ja... Einen Aspekt habe ich vergessen, weil das immer von einigen Journalisten gefragt wird, Sie nicht, die dann sagen, naja, aber sagen Sie mal ehrlich, man wollte einfach einen Schwarzen aus dem Osten im Bundestag schicken, damit man denkt, dass die Ostdeutsche sind doch keine Rassisten. Und ich finde das auch rassistisch. Ja, gegenüber dann wiederum den Ostdeutschen. Ja, auch das ist rassistisch, weil meine Leistung spielt keine Rolle. Es wurde gerade durch eine Quote, weil man einen Schwarzen haben will. Frauen erleben das immer wieder. Ich bin froh, dass Sie jetzt die Parallele ziehen. Immer wieder Frauen erleben das. Den Job doch nur gekriegt wegen der Frau. Das höre ich sehr oft so, auch bei aufgeklärten intellektuellen Kreisen. Als Information nur, als ich gefragt wurde, ob ich kandidieren möchte, habe natürlich meine Familie gefragt, meine Freunde gefragt, die haben gesagt, ja, du hast eine gute Chance, du bist bekannt und so weiter, du hast gearbeitet als Bildungspolitiker in Schulen, bei Fortbildungen, viele kennen dich. Ich sage, okay. Dann hat sich ein Parteifreund auch sich gemeldet, ohne Migrationshintergrund, ein Kinderarzt aus Halle, der gesagt hat, nö, Diaby, der kann nur über Ausländer reden, der hat keine Ahnung, ich möchte kandidieren. Dann müssen wir Tippeltappatur in den einzelnen Ortsvereinen Werbung machen für sich. Jeder. Ja. Also ich wollte nur nochmal, der Begriff nicht kommt alleine, ich muss selber die Leute... ja. Und dann haben wir dann, um das abzukürzen, in einer Mitgliederversammlung meiner Partei in Halle, erstmal, wer soll Kandidat werden, das ist diese Phase, habe ich mit 68% in Geheimwahl gewonnen. Von wegen, man hat immer nur im Bundestag, damit man sagt, die Ossis sind nicht rassistisch. Und das ist die erste Phase. Erstmal klar, Arzt, Pädiater, ohne Migrationshintergrund und ich Kandidat, 68%. Deshalb bin ich dann Kandidat. Und dann bei der Wahl selber
entscheiden ja nicht die SPD-Mitglieder. Wir sind nur 500 in Halle, also mit über 30.000 Stimmen. Da sind die Bevölkerung von Halle, die mich gewählt haben. Das muss man auch den Journalisten auch immer wieder sagen. Nicht alle, aber einige, die dann denken, nur wegen seiner Hautfarbe will man dann eine Vorzeige schwarze. Der positive Rassismus. Ja. Und Sie haben vielleicht die Presse mitbekommen, letztes Wochenende wurde ich wieder als Spitzenkandidat für Sachsen-Anhalt. Haben Sie mitbekommen? Ja. Genau, und da gab es auch interessante Sachen. Haben Sie noch nicht gratuliert? Nein, ja. Kein Problem. Es gab auch interessante Sachen. AfD hat sich für diese Listenaufstellung sehr stark interessiert. Aha. Der Vorsitzende von der AfD und der Spitzenkandidat, komm rein, der Spitzenkandidat von, das ist mein Team wahrscheinlich, der Spitzenkandidat von AfD im Bundestag, hat er dann getwittert, ganze Woche hat er sich nur um die Wahl von SPD-Kandidaten im Bundestag beschäftigt und dann einer der ersten Twitter heißt, ja, die rechtsradikalen SPD-Mitglieder in Sachsen-Anhalt werden ein Problem haben. Wenn man Diaby wählt, dann sind sie frauenfeindlich. Wenn man, frauenfeindlich? Ja, wenn man mich wählt, ja, dann hat man gegen eine Frau. Ach so, ja, klar. Mhm. Die Frau wählt, dann sind sie Rassisten. Tja, wir werden mal sehen, wie die linksradikale SPD das Problem löst. Man sieht ja, dass sie nicht schlafen, das wollte ich damit sagen. Ja, dass sie nicht schlafen, dass es ihnen ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Ja, dass ich als Spitzenkandidat von Sachsen-Anhalt dastehe, ist für den nicht egal. Und deshalb muss man auch wissen, dass der Bundestagswahlkampf wird ein harter Wahlkampf sein und deutlich so machen, dass wir eine Vielfalt haben und dass ich auch für Zusammenhalt der Gesellschaft stehe und nicht für Spaltung. Und das wird jetzt eine harte Zeit. Also es ist auch jetzt was anderes als, also auch jetzt nach dem Anschlag auf Ihr Büro und so ist auch alles nochmal ein bisschen anders als zur Zeit der ersten Legislaturperiode. Ja. Auch durch Rise of AfD und so. Also das sind schon jetzt andere Voraussetzungen als noch vorher. Wir müssen wissen, dass kommender Wahlkampf ist nicht nur das Thema Spaltung in der Gesellschaft durch Aufstieg der Rechtspopulisten. Wir haben das Thema Corona. Also der Wahlkampf wird unter Vorzeichen von Corona stehen, denn wir haben natürlich in der Gesellschaft viele Verunsicherungen, viele nicht wissen, wie geht das Leben, wie geht es weiter mit dem Leben. Viele Unternehmer sind pleite gegangen, viele Familien machen sich Sorge wegen Abschluss ihrer Kinder und so weiter und so fort. Und jetzt wird darum gehen, haben wir Ideen, wir als SPD haben schon Ideen, wir haben unser Programm schon, wir haben auch einen Kanzlerkandidat. Und das wollen wir deutlich herausstellen, wofür stehen wir in Zukunft dieses Landes. Es wird natürlich die andere Seite geben, vor allem die Rechtspopulisten, die dann deutlich machen werden, da sind wir, wenn die nicht gäbe, hätten wir keine Pandemie. So, ja, wenn Sie, die haben dazu geführt, dass alle Unternehmen pleite gegangen sind, dass die Restaurants zugemacht haben und so weiter. Und das ist nicht die Zukunft dieses Landes. Die Zukunft ist Ideen. Wie kommen wir weiter? Und wegen Ideen, ich weiß, dass Sie dem Grundeinkommen sehr kritisch gegenüber eingestellt sind. Hat die Pandemie das verändert, Ihr Verhältnis zum Grundeinkommen? Nein. Ich verändert, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch soll die Möglichkeit bekommen, wir kommen zu unserem ursprünglichen Thema, gute Ausbildung zu bekommen, gute Schulbildung zu haben, um Geld zu verdienen für sich selbst und seine Familie. So, wir möchten Menschen in der Lage versetzen, dass sie etwas leisten von dem, was sie auch leben können, dass auch die starke Schulter die Schwachen auch unterstützen. Das geht nur... Das Grundeinkommen verhindert doch nicht, dass die Leute arbeiten. Ja, das wäre ein neues Thema, worüber wir uns länger auseinandersetzen müssen. Also ich als Sozialdemokrat sage, ich arbeite, wenn man Menschen in der Lage hineinfährt, dass sie unterstützt, wenn sie nicht weiterkommen, wie das bei mir der Fall war, dass man in mir investiert hat. Wenn man das macht, dann kann jeder etwas leisten, weil ich möchte, dass wir auskömmlich Rente auch bekommen können, wenn wir arbeiten. Ich möchte, dass wir die Daseinsvorsorge auskömmlich wirklich finanzieren. Wir sehen dann auch Corona, dass unser Gesundheitssystem nicht so an feste Füße stehen, wie wir uns das wünschen würden. Die ersten Monate mussten wir Millionen Masken aus China importieren. Die Krankenhäuser, jeden Tag zählen wir, wie viele Betten sind jetzt belegt und wie viel übrig ist. Das heißt, die ordentliche Finanzierung des Gesundheitswesens als Beispiel. Das funktioniert nur, wenn wir genug Einnahmen haben,
dass wir Steuer auch einnehmen können. Zweiter Bereich, Bildung. Sie haben Kinder, ich glaube, die gehen auch in Grundschule oder so. Ja, also jetzt natürlich nicht. Aber da hatten Sie das Glück, dass Sie ja von mir im Homeschooling, das ist ja noch besser. Genau, Homeoffice und Homeschooling. Familien sind beschäftigt damit. Was ist der Defizit? Was haben wir festgestellt in Corona? Dass wir mächtig in der Schule jetzt investieren müssen. Mehr Lehrer, ordentliche Räumlichkeiten. Genau, aber Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche. Ja. Das ist ja nicht der Punkt. Vielleicht, also weil diese Laube-zu-Laube-Touren da in Halle, also dass Sie so ein passionierter Kleingärtner sind, das finde ich ja. Gibt es was, wo Sie sagen, das ist typisch deutsch an mir und das ist typisch afrikanisch an mir? Ich kann damit nicht anfangen, typisch deutsch, weil ich sage, es gibt nicht das typisch Deutsche, es gibt das typisch junge Frau, Journalistin, das was immer wieder Sachen kommen, das ist eine typisch Journalistin. Typisch Sozialarbeiter oder so, typisch Akademiker oder so, aber typisch Deutsch, weil das Deutschsein ist ja nicht so, dass es eine Schublade gibt, das sind alle Deutsch. Wir haben die gleichen, das ist nicht meine Vision. Ich sage, diese Gesellschaft ist vielfältig. Und das ist das Zusammensetzen von unterschiedlichen kulturellen Prägungen. So ein Akademiker hat eine andere kulturelle Prägung, also nicht Akademiker. Jemand, der im Dorf ist, hat eine andere kulturelle Prägung. Ich meine, sein Umfeld und so weiter und so fort. Ein ganz anderes Umfeld. Jemand, der in Berlin aufgewachsen und sozialisiert ist, hat eine ganz andere kulturelle Prägung als jemand, der im Bauernhof aufgewachsen ist. Das ist das Reichtum dieser Gesellschaft. Genau, das ist meine Einsicht dazu. Thank you so much for giving us your time. Ich habe so danke allowing für us Ihr to talk Interesse. to Ja. you today. We so appreciate it. Dankeschön.